Hi, here we are again. Today we take a look on a Tiffany & Co. ring from the Harmony collection. It's an engagement ring from platinum with a diamond. The diamond size is 0.26 Karat. Hallo liebe Leute, hier sind wir mit unserem neuen Video. Heute wollen wir euch aus der Tiffany & Co. Kollektion Harmony den Verlobungsring vorstellen aus Platin, 950er Platin mit einem Brillanten, rund geschliffen in der Größe eines Viertelkaräters. Das genaue Gewicht ist 0,26 Karat und wir werden uns diesen Ring nun anschauen. Im Lieferumfang ist wie immer die Box enthalten, also der Umkarton. Und natürlich das wunderschöne Ringcase von Tiffany. Wie wir sehen können, ist die Ringschiene aus Platin mit einer Breite von 2 mm. Der Diamant wird von 4 Zagen gehalten. Und es handelt sich hier um einen klassischen Verlobungsring. Der Ring hat die Größe 52 und auch bei diesem Ring möchten wir natürlich gerne wissen, wie schwer das Modell ist. Und da zeigt uns die Waage 3,53 Gramm an. Zu dem Ring gehört selbstverständlich ein Zertifikat. In diesem Zertifikat finden wir Informationen über den Stein, über die Qualität, über den Schliff, über die Farbe, über das Gewicht. Ganz oben sehen wir die Seriennummer, die in der Mitte durch einen Schrägstrich getrennt ist. Das bedeutet, die erste Nummer ist die Nummer, die im Ring eingraviert ist, und die zweite Nummer ist eine Laser Inscription. Dies wird bei neuen Diamanten gemacht, und zwar wird in die Rodiste diese Seriennummer eingelasert. Das heißt, diese Nummer findet sich auf dem Brillanten, der in der Ringschiene mit der Seriennummer links eingefasst ist. Allerdings die Laser Inscription ist nur unter einem sehr hochwertigen Mikroskop sichtbar. Also mit einer Lupe ist da leider nicht viel zu machen. Das kann man eher nur im Labor feststellen. So ist aber eigentlich sicherzustellen, dass der Diamant der ist, der hier auch im Zertifikat steht. Hier ein Echtheitsmerkmal für das Zertifikat. Der Stempel hier ist erhaben. Man kann also mit dem Finger darüber fühlen und man spürt die Struktur darunter. Ein weiteres Merkmal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist so eine Art Wasserzeichen hier in der Mitte. Leicht grünlich oder in diesem Mintgrün von Tiffany. Wie bereits erwähnt, hat der Ring die Größe 52. Und hier kann man noch mal ganz schön sehen, wie die Ringschiene im Bereich der Fassung aufgebaut ist. Sie wird also nach oben oder in Richtung des Diamanten etwas schmäler. Und wie man sehen kann,
Der Stein ist flach gefasst, im Gegensatz zum Modell Tiffany Setting. Wir werden das gleich mal vergleichen. Ich habe hier noch einen Tiffany Setting. Den werden wir uns nun dazu holen und schauen uns an, wie die beiden Ringe sich unterscheiden. So, in dieser Schachtel befindet sich jetzt der Tiffany Setting. Ein wunderschöner Ring. Und wir wollen diesen vergleichen mit dem Tiffany Harmony. Dazu ziehe ich ihn hier auch über den Ringstab und man kann jetzt gleich erkennen, worin die beiden Ringe sich unterscheiden. Der Unterschied, der direkt ins Auge fällt, ist, dass der Tiffany Setting, das ist der hintere Ring, die Fassung des Diamanten sitzt wesentlich höher als beim Tiffany Harmony, also beim vorderen Ring. Manche Damen bevorzugen die erste Fassung, weil der Stein nicht so weit nach draußen steht, und manchmal kommt es vor, dass man im Pullover in der Laufmasche hängen bleibt oder sich eben Laufmaschen in den Pullover reinzieht, weil der Stein etwas vorsteht. So, hier können wir aus dem Querschnitt nochmal schön sehen, wie die beiden Fassungen sich unterscheiden. Von oben betrachtet sehen wir auch einen Unterschied bei der Ringschiene. Wie schon erwähnt, beim Harmony wird die Ringschiene zum Diamanten hin etwas schmaler, hingegen beim Tiffany Setting die Ringschiene eigentlich gleichbleibende Stärke hat und nicht zur Fassung hin schmaler wird. Der Verlobungsring Harmony ist also eine Alternative zum Tiffany Setting. Hier nochmal schön die Ringschiene zu sehen und die Fassung. Und der Diamant ist 0,26 Karat schwer. Für die Damen, die lieber einen nicht so weit nach außen stehenden Stein mögen, ist dieser Ring zu empfehlen. Alles in allem eine gute Alternative zum Tiffany Setting. So, da wären wir nun fast am Ende unserer dritten Episode angelangt und ich hoffe, ich konnte euch wieder einiges an Wissen vermitteln oder die Kaufentscheidung etwas erleichtern, ob ihr nun einen Harmony Ring oder einen Tiffany Setting Ring haben möchtet. Ich hoffe, euch auch in Zukunft wieder zu meinen neuen Videos begrüßen zu dürfen und sage in diesem Sinne auf Wiedersehen.